So, herzlich willkommen zu dem Interview, liebe Interviewperson. Mit dieser Aufnahme stimmen Sie auch zu, dass wir Ihre Daten im Rahmen des Interviews weiterhin verwenden dürfen? Ja. Super, Dankeschön. Gut, dann beginne ich einmal mit einer kurzen Einführung. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. In dieser Reihe sprechen wir mit Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen übersehen, missverstanden oder vorschnell beurteilt gefühlt haben. Ziel ist nicht, jemanden auf ein Merkmal zu reduzieren, sondern Erfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam darüber nachzudenken, was sich gesellschaftlich und im Alltag verändern sollte. Heute sprechen wir mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da sind. So. Wenn Sie möchten, wie alt sind Sie und womit beschäftigen Sie sich beruflich? Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite mittlerweile auf einer geriatrischen Station in der Region Hannover. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen so aus? So ein typischer Arbeitsalltag bei mir ist, es hängt immer wieder davon ab, in welcher Schicht ich eingeteilt bin. Und es ist ja immer, dass man sich erstmal zusammen mit den Kollegen im Dienstzimmer trifft, dass erstmal die Dienstübergabe stattfindet und dass jeder dann seinen Bereich übernimmt und danach seine Sachen vorbereitet, dann eben durchgeht, den Kontakt zu den Patienten sucht, eben dort die Arbeiten verrichtet oder eben auch ins Gespräch kommt, nachfragt, wie es eben den Leuten geht. Und Nachmittag gibt es immer noch mal sowas wie so eine Absprache, so eine Kurzvisite mit den Ärzten. Und dann erledigt man eben diese Arbeiten, die eben im ganz normalen Stationsalltag stattfinden müssen. Sei es jetzt eben Medikamente verteilen, sei es eben Wundversorgung, sei es Infusionen oder eben die Dokumentation. Und eben dann abends natürlich dann eben auch, dass alle bevor sie das Essen bekommen, eben nochmal die Diabetiker, nochmal der Blutzucker gemessen wird, Insulin gespritzt wird, dass man dann das Abendessen verteilt und nach dem Abendessen eben natürlich auch wieder abräumt. Und dann beginnt eigentlich, jetzt bin ich hier beim Spätdienst gewesen, dann beginnt eigentlich schon wieder die Vorbereitung zur Abendrunde, wo man eben auch nochmal den Kontakt zu den Patienten hat, auch nochmal Medikamente verteilt, auch nochmal die Dokumentation durchführt und eben dafür sorgt, dass alle Patienten abends nochmal versorgt sind. Hinterher nochmal abschließend alles aufräumt, vorbereitet und dann eben auch für die nächste Dienstübergabe alles fertig macht. Ja. Was tun Sie gerne? Was gibt Ihnen Energie oder Freude? Was macht Sie glücklich? Das macht mich glücklich. Glücklich macht mich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, mit meinen Eltern, mit meiner Großmutter oder eben auch mit Freunden. Und wenn ich eben eine gute Zeit eben auch oder einen guten Austausch auch mit Kollegen oder Patienten habe oder sehe, dass meine Arbeit eben auch erfolgreich ist. Das macht mich auch glücklich. Wenn Sie sich mit 3 Worten beschreiben, welche wären das? Ich glaube, ich bin ein Familienmensch, ich bin sehr herzlich, sehr verlässlich. Ja. Gibt es Situationen, in denen Sie sich ausgeschlossen, übersehen oder nicht ernst genommen gefühlt haben? Ja, ich war, bevor ich in der Region Hannover angestellt wurde, war ich für einige Jahre in einer Klinik beschäftigt, die es in den 9 Bundesländern gibt. Und da war es für mich sehr, sehr schwierig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich aufgrund meines äußeren Erscheinungsbildes eben nicht wirklich als kompetent wahrgenommen wurde. Wenn Sie an einen Moment denken, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was ist passiert? Ja, einen Moment gab es mal.
Da war der Chefarzt der Klinik mit den Oberärzten zusammen im Dienstzimmer und ich habe am Medikamentenschrank eben Medikamente gestellt und irgendwie haben sich die Ärzte darüber unterhalten, ja, was so eben so Frauen sind, die irgendwie für sie eben etwas wären, und ich bin aufgrund meiner Familie eben, sieht man mir eben an, dass ich etwas dunkler bin, und dass dann der Chefarzt eben und der Oberarzt dann eben sagten, dass eben ich eben irgendwie auch etwas wäre, was so in ihr Beuteschema passen würde, und ob denn so Frauen wie ich jetzt irgendwie sich darauf einlassen würden. Und mich hat das sehr peinlich berührt, diese Diskussion der Ärzte, und ich wusste in dem Moment auch überhaupt nicht, was ich darauf antworten sollte, und habe dann das Dienstzimmer verlassen, aber ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt, und es war mir sehr unangenehm, weil diese Anspielungen mich auch sehr schockiert haben. Mhm. Welche Annahmen machen Menschen manchmal über sie, bevor sie sie wirklich kennenlernen? Ich glaube, die Annahme ist häufig, dass wenn mich eben so erstmal Menschen kennenlernen, ich bin anfangs immer etwas zurückhaltender, weil ich erstmal mir ein eigenes Bild über die Menschen machen möchte, die mit mir in den Kontakt treten, und ich merke oft, dass ich erst einmal äußerlich begutachtet werde und dass man mir weniger Kompetenz zutraut. Also wenn ich dann sage, dass ich Krankenschwester bin oder Gesundheits- und Krankenpflegerin bin, dann ist das oftmals für das Gegenüber erstmal so eine Überraschung. Ja. Welche Zuschreibungen oder Vorannahmen empfinden Sie als besonders belastend oder verletzend? Ich finde es als besonders verletzend und auch belastend, wenn man aufgrund seines Aussehens in eine Schublade gesteckt wird, die und eben auch öffentlich eben, oder dass die Leute darüber reden und man steht daneben und bekommt es mit, oder man bekommt eben mit, wie die Leute einen begegnen, also wie sie einen begutachten und dann eben auch auf einen reagieren. Das finde ich manchmal sehr, sehr verletzend, und das belastet manchmal auch, ja. Was hätte Ihnen in solchen Momenten geholfen, von Einzelnen oder von der Situationsstruktur her? In diesen Momenten, gerade im stationären Alltag, in den neuen Bundesländern, hätte ich mir Unterstützung von meiner Leitung gewünscht, oder zumindest auch den Hinweis, wo man sich hinwenden kann, wenn eben man solchen Gesprächen ausgesetzt wird, dass man sich dann, wenn man das selber noch nicht kann, dass man sich dort Unterstützung holen kann. Und hier in den alten Bundesländern hilft mir, dass es eben auch im Krankenhaus Stellen gibt, an die man sich wenden kann, wenn man das Gefühl hat, dass man von Diskriminierung betroffen ist. Wenn Sie Menschen ansprechen könnten, die vorschnell urteilen, was würden Sie ihnen gerne mitgeben? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil in dem Moment, wenn man selber betroffen ist und man erlebt, dass Menschen so vorschnell urteilen, macht das manchmal auch ein bisschen wütend, und man möchte diesen Menschen eben auch
da auch etwas sagen, was vielleicht nicht so höflich ist, dass man auch manchmal darüber nachdenkt, dass alle Deutschen eben ins Ausland fahren, um Urlaub zu machen, und ganz beliebte Länder immer Italien und Frankreich und die Türkei, und auf der anderen Seite, wenn eben Leute aus Deutschland dort in diese Länder kommen, dann werden sie eben oftmals eben auch vernünftig behandelt, und nicht nur, weil sie Touristen sind, sondern weil die Menschen dort eben auch sich gegenseitig respektieren. Und dann denke ich so, wenn Menschen aus diesen Ländern hierher kommen nach Deutschland und hier eben auch arbeiten und die deutsche Sprache sprechen, dann erwarte ich irgendwie auch, dass die Deutschen mich genauso respektieren, wie sie in meinem Land respektiert werden. Und ich würde ihnen das gerne sagen, aber manchmal ist man in solchen Situationen erstmal so überrumpelt, dass man überhaupt nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Aber das würde ich diesen Leuten wirklich gerne mitgeben, weil was sind das für Annahmen oder woher kommen diese Urteile überhaupt über Menschen aus anderen Ländern, wenn man genauso die Abschlüsse macht und wenn man genauso arbeitet, und dass da überhaupt solche Unterschiede angenommen werden, das finde ich wirklich schlimm. Mhm. Was gibt Ihnen Kraft? Was trägt Sie in besonders diesen schwierigen Zeiten? Also in diesen schwierigen Zeiten, ich habe das ja auch in meiner Kindheit eben so das ein oder andere Mal erlebt, dass man aufgrund von Aussehen diskriminiert wurde. Mir hat es immer und gibt mir auch nach wie vor immer Kraft, dass ich ein sehr enges Familienverhältnis zu meiner Familie habe und dass wir sehr gläubig sind und uns in der Familie eben auch über solche Sachen austauschen und meine Großmutter mir eben ganz viele Sachen eben auch sagen kann, und auch der Glaube gibt mir da wirklich eben auch Kraft und Halt, und es unterstützt mich eben auch. Also der Austausch auch, der ganz enge Austausch mit der Familie, aber eben auch jetzt, wo man eben erwachsen ist, auch mit Freunden, das gibt mir schon Kraft, ja. Mhm. Mhm. Gibt es vielleicht dazu noch hinzufügend Menschen oder auch Gemeinschaften oder bestimmte Strategien oder Haltungen, die Sie besonders unterstützt haben oder auch immer noch unterstützen? Also Menschen oder Gemeinschaften, die mich besonders unterstützt haben, ja, also ich kann sagen, dass ich in den 9 Bundesländern die Annahme hatte, weil ich so viel negative Erfahrungen gemacht habe, dass die Menschen vielleicht überall in Deutschland so reagieren. Und ich habe eben die Erfahrung hier gemacht, in den alten Bundesländern, dass man hier viel weltoffener ist. Dass eben auch in der Zusammenarbeit, dass wirklich auch das Arbeitsleben bunt ist. Dass es überhaupt nicht als Problem gesehen wird, welche Hautfarbe man hat oder welche Sprache man spricht, und dass man für seine Kompetenz gewertschätzt wird und eben auch Möglichkeiten bekommt, sich weiterzuentwickeln. Ich hatte das Gefühl, in den 9 Bundesländern ist mir schon allein, weil man mir diese Kompetenz abgesprochen hat, der Weg zu Ende gewesen. Also ich hätte mich dort gar nicht weiterentwickeln können. Und das sind eben so die Gemeinschaften. Ich glaube, dass von den Orten abhängig ist, an denen man arbeitet und lebt, wie eben auch wie weltoffen dort eben auch gelebt wird. Also gerade eben auch in den Kliniken, wie geht man damit um?
wie geht man eben mit Vielfalt um. Und ansonsten bin ich natürlich in einer christlichen Gemeinde eben angekommen. Und das gibt mir natürlich auch nochmal eine ganz andere Kraft und das unterstützt mich eben auch sehr, weil auch hier in den alten Bundesländern sind einfach die Gemeinden auch bunt und da fühle ich mich auch wohl mit. Mhm. Welche Veränderungen würden Sie sich für unsere Gesellschaft wünschen, ganz konkret? Also ganz konkret würde ich mir wünschen, dass, so wie ich es ja auch vorhin gesagt habe, diese Gesellschaft einfach auch mal viel selbstkritischer auf sich eben schaut und eben schaut, was sie mit bestimmten Zuschreibungen eben auch bei den Menschen einfach anrichten. Und auf der einen Seite wird immer wieder eben Diversity hochgehoben und wird auch mittlerweile eben überall unterrichtet und es ist auf allen Plakaten und es gibt Feiertage dafür. Man ist da also eigentlich ganz aktiv auch dabei, dass man eben sagt, dass Deutschland eben bunt ist. Und auf der anderen Seite erlebe ich dann aber auch, wie eben gegen Migranten geschossen wird oder wie eben abwertend eben auch von Menschen gesprochen wird mit anderen Religionen, mit anderem Aussehen, mit anderer Sprache, mit anderer Kultur. Und dabei sind die Menschen, die hier nach Deutschland kommen und hier arbeiten, einfach auch eine Unterstützung für Deutschland. Wenn man sich gerade überlegt, eben im Gesundheitswesen, dann ist bekannt, dass in Deutschland das Gesundheitswesen ohne Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt nicht mehr die Pflege leisten könnte. Sie haben hier also einen Fachkräftemangel und dass die Gesellschaft da einfach wesentlich reflektierter damit umgehen würde, das würde ich mir schon wünschen, ja. Mhm. Wenn Sie jemandem, der sich gerade ausgeschlossen fühlt, einen Rat geben könnten, was wäre das? Also ich würde sagen, es gibt Felder, wo es anders ist. Ich habe es selber erlebt und man muss nur den Mut haben, sich auf manchmal eben auch auf Veränderungen einzulassen, dass man vielleicht auch manchmal Standorte wechseln muss oder Felder wechseln muss, die einem nicht gut tun, wenn man dort eben nicht weiterkommt, weil es gibt ganz viele Bereiche, wo wirklich Diversity heutzutage schon gelebt wird und dann sollte man wirklich schauen, dass man sich in ein Feld begibt, wo es einem gut geht oder sich eben auch im Internet oder vielleicht eben auch, indem man rausgeht, Gruppen sucht, mit denen man eben kompatibel ist und mit denen man sich eben auch austauschen kann. Ja. Mhm. Was können wir als Kollegen, Nachbarn, Fachpersonen, Mitmenschen von Ihnen lernen? Was kann man lernen? Eine andere Küche, eine andere Lebensauffassung, glaube ich halt schon. Ein bisschen mehr Offenheit, Herzlichkeit, auch wie man Glauben lebt, wie das funktioniert und wie wunderbar es doch ist, auch im Familienverbund so miteinander leben zu können. Ja, ich glaube, das könnten viele Menschen noch von mir lernen, eben auch Nachbarn und Fachpersonen. Ja, es gibt eben auch manchmal ganz viele Dinge im Umgang auch mit Patienten, die vielleicht nicht deutsch sind, wo vielleicht auch andere Fachpersonen noch so einiges lernen könnten, wenn sie nachfragen würden. Mhm. Gut. Jetzt nochmal allgemein gefasst in der Vogelperspektive. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Gesundheits- und Versorgungssystem eigentlich insgesamt?
Aus der Sicht einer Fachkraft? Genau, ja. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, die Erfahrung im Gesundheits- und Versorgungssystem für Menschen, die eben vielleicht eine andere Herkunft haben oder ein anderes Herkunftsland haben oder Migrationshintergrund, wie es eben so schön gesagt ist, die sind ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, meiner Erfahrung nach in den alten Bundesländern ist man sehr weit fortschrittlicher als in den neuen Bundesländern und hier wird eben doch sehr vieles getan, dass man eben Diversity leben kann und dass es wirklich auch anerkannt ist. Und diese Erfahrung konnte ich zumindest in den neuen Bundesländern nicht machen. Mhm. Gab es Situationen, in denen Sie sich von Pflegefachpersonen oder einem anderen Personal ignoriert, missverstanden oder beurteilt gefühlt haben? Ja, auch da gab es eben unterschiedliche Situationen. Ja, also hier in den alten Bundesländern habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Habe ich Tatsache nie eine Erfahrung in diese Richtung gemacht. Wobei ich auch sagen muss, dass natürlich bei uns auf Station, wir sind eben auch ein buntes Team, sage ich mal. Aber in den neuen Bundesländern ist es extremst schwer eben auch gewesen, weil man wirklich eben auch oftmals in seiner Kompetenz in Frage gestellt wurde. Das hat sich dann gezeigt, indem eben nochmal doppelt geguckt wurde, wenn man Werte eingetragen hat oder Übergaben geschrieben hat oder man ist viel schneller angezählt worden für irgendwelche Kleinigkeiten oder man hat eben das Gefühl gehabt, dass man da eben irgendwo schon Fehler gesucht hat und es war eben auch so, dass ganz offen eben die Wertschätzung anderen oder deutschen Kollegen gegenüber ausgesprochen wurde und man war einfach so, dass man wirklich ignoriert wurde. Wenn ich zum Beispiel noch Medikamente gestellt habe und alle meine Kollegen sind zum Frühstücken in den Aufenthaltsraum gegangen, dann hat man mir überhaupt nicht Bescheid gesagt, dass jetzt Frühstückspause ist. Das habe ich dann entweder mitbekommen und bin dann dazugegangen oder es war eben, ja, es war dann eben meine Verantwortung, aber da ist man dann eben ja auch durchaus das ein oder andere Mal ignoriert worden. Und wenn man später dazu kam, hat man vielleicht auch noch einen Spruch bekommen, weil man eben ja nicht rechtzeitig mit sich zum Frühstück hingesetzt hat. Ja. Sehen Sie noch heute Hürden im Arbeitsalltag für Menschen, die Ihnen in Identität und Lebenslage ähneln? Ja, ich sehe da immer noch Hürden im Arbeitsalltag und erlebe es ja auch, dass natürlich auch gerade wenn junge Auszubildende eben kommen, die vielleicht noch nicht eben die deutsche Sprache so gut beherrschen oder die vielleicht eben auch ein anderes Aussehen haben, dass sie vielleicht eben eine andere Hautfarbe haben oder dass sie vielleicht eben auch aufgrund ihrer Religion ein Kopftuch tragen, denn erlebe ich auch heute noch, dass eben auch Kollegen, die ich als sehr offen erlebe, demgegenüber oftmals sehr ungeduldig reagieren und vielleicht auch nicht so wertschätzend, wie sie mir begegnen. Und wenn man sie darauf anspricht, wird es damit begründet, dass es eben sprachliche Barrieren gibt oder dass sie eben noch nichts können, obwohl man dazu sagen muss, dass eben auch deutsche Auszubildende eben genauso, wenn sie anfangen, eben oftmals noch nichts können. Also da erlebe ich doch, dass manchmal eben doch noch sehr, sehr große Unterschiede gemacht werden und sehr große Hürden im Arbeitsalltag für Menschen ja, sind, die Migrationshintergrund haben. Und
Ich glaube auch dadurch, dass es überhaupt immer noch so sehr thematisiert wird, was ich sehr wichtig und richtig finde, zeigt sich ja schon, dass es immer noch Hürden im Arbeitsalltag gibt und immer wieder darüber diskutiert wird. Und auch ich glaube, dass viele der ganz alteingesessenen einfach auch noch Meinungen vertreten, wenn sie vielleicht jetzt auch nicht mehr so laut äußern, die eben doch noch so diskriminierende Hintergründe haben. Ja. Mhm. Wenn Sie allen Beschäftigten im Gesundheitswesen einen Satz sagen könnten, der wirklich etwas bewirken könnte, wie lautet er? Ohne Diversity wäre die Pflege dem Untergang in Deutschland geweiht. Mhm. Vielen Dank. Gibt es etwas, das Sie zum Schluss noch ergänzen möchten? Also wenn ich darüber nachdenke, dann ist mir doch aufgefallen, wie sehr die Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern immer noch sind. Und ich bekomme auch die politische Lage immer noch mit. Und ich finde es total erschreckend, wenn ich eben wirklich auch Parteien höre, die dafür plädieren, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund in ihr Land zurückgehen sollten, was ich sehr erschreckend finde. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man weiter daran arbeitet, dass doch die Menschen reflektierter sind und sich auch damit auseinandersetzen, dass die Arbeitssysteme hier in Deutschland dadurch funktionieren, dass es eben Menschen wie mich gibt, die ihr Land eben praktisch verlassen haben und hierher kommen und wirklich als Fachkräfte arbeiten. Dass das eben wirklich auch wichtig ist für Deutschland, um überhaupt diesen Standard zu halten. Ja, das wäre vielleicht noch so eine Ergänzung zum Schluss. Mhm. Dann bedanke ich mich sehr gerne und würde mit diesen Sätzen dann das Interview beenden. Dankeschön.